Hallo und herzlich willkommen am zentralen Zugang des zukünftigen Fernbahnhofs Stuttgart Flughafen. Vor einem Jahr haben wir das Richtfest, die Fertigstellung des Rohbaus, gefeiert und heute zeige ich euch, was in der Zwischenzeit alles passiert ist. Direkt neben dem Stuttgarter Flughafen entsteht im Rahmen von Stuttgart 21 ein neuer Fernbahnhof. Der Ausbau des Empfangsgebäudes auf der Messepiazza geht schnell voran. Eines der Highlights ist die Fassade des zentralen Zugangs, die sogenannte Zickzack-Fassade. Warum heißt die Zickzack-Fassade Zickzack-Fassade? Deswegen Zickzack. Das ist ein Musterstück einer Aluminiumfassade, die sich um das ganze Gebäude bis auf die Eingangsbereiche, da kommt eine glatte Blechkassette davor. Man könnte meinen, dieses Muster ist chaotisch, jedoch das Muster wiederholt sich immer wieder und diese Bauweise ist modular. Wie ist dann die Fassade aufgebaut? Dort, wo wir den Betonkern haben, haben wir eine Dämmschicht, dann haben wir einzelne Punkthalter, solche C-Schienen, die halten wiederum die O-förmigen horizontalen Schienen, die wiederum das Traggerüst für das vertikale Einhängesystem bilden, wo später mittels einer Teleskoparbeitsbühne und dem fleißigen Arbeitseinsatz des Fassadenbaus die Module aufgehängt werden. Im unteren Teil, in dem verglasten Teil der Station, bleibt die Zickzack-Struktur erhalten. Jedoch, jede zweite Zacke wird ausgespart. Am zentralen Zugang haben wir ca. 1500 Quadratmeter Fassade zu verbauen. Die weiteren 1000 Quadratmeter werden am Zugang Ost und im Entrauchungsbauwerk verbaut. Die Bauweise ist genau identisch. Bevor die Arbeiter mit dem Bau der Fassade beginnen konnten, haben sie zunächst die sogenannte Pfostenriegelfassade gebaut. Mit diesen Fassaden lassen sich große Glasflächen realisieren. Die Arbeiter montieren die Aluprofile und die vertikalen Pfosten. Sobald alles final ausgerichtet ist, setzen die Arbeiter eine Glasscheibe nach der anderen ein. Ein mobiler Kran mit Sauganlage hilft dabei. Auch in der Empfangshalle laufen die Arbeiten weiter. Wir stehen gerade in einer der Ladeneinheiten in der Empfangshalle am zentralen Zugang. Und so kann man auch sehen, wie die Fassade auch von innen mit dieser Verschattung aussehen wird. Und die Ausbauarbeiten in der Empfangshalle haben bereits begonnen. Hochziehen der Mauerwerkswände, Trockenbauwände, Verlegen der Lüftungsleitungen, Versorgungsleitungen, Spachtel- und Malerarbeiten. All das, die Koordinierung dieser Ausbaugewerke mit dem Einklang der TGA-Einbauten und TGA-Gewerken, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Von der Empfangshalle zu den Gleisen gelangt man mit einem der 10 Aufzüge. Die Aufzugsverglasung glänzt, die Antriebe sind direkt über den Aufzügen verbaut und sobald die Führungsschienen und die Gegengewichte eingebaut sind, können die Fahrkabinen montiert werden. Da die Innenkabinen noch nicht montiert sind und der Bauaufzug gerade für den Materialtransport belegt ist, gehen wir 30 Meter zu Fuß über das Treppenhaus auf das Herzstück unserer Station, die Bahnsteigebene. Hier an den 440 Meter langen Bahnsteigen halten künftig die Fern- und Regionalverkehrszüge. Dank Stuttgart 21 profitieren Reisende von enormen Fahrzeitgewinnen, auch hier am Airport. Vom Flughafen zum Hauptbahnhof und umgekehrt dauert es statt mit der S-Bahn heute 27 Minuten, bald mit dem Zug durch den Filtertunnel nur noch 6 Minuten. Wir befinden uns gerade in der südlichen Röhre nahe des Zugang Osts. Wir haben uns für die Aluminiumfassade entschieden. Die ist praktikabel, lässt sich schnell tauschen und ist in oberen Bereichen gelocht. Dahinter befinden sich die kaschierten Dämmplatten, die ebenfalls für die gute Akustik in der Station sorgen. Parallel geht es auch beim Bodenbelag zügig voran. Wir stehen gerade auf dem bereits fertigen Granitbodenbelag. Genauso wie am Hauptbahnhof in Stuttgart haben wir uns für die helle Variante entschieden. Nur die Plattengröße ist bei uns ein bisschen kleiner, 30 auf 60 cm. Und die Platten werden in einem Drittelverband verlegt. Ein Drittelverband heißt, dass die nächste Reihe der verlegten Platten um 1/3 der vorigen Platte versetzt eingebaut wird. Knappe 6000 Quadratmeter Granitbodenbelag werden bei uns in der Station in der Bahnsteigebene verlegt. Ähnlich wie am Hauptbahnhof ist unser Aufbau auch. Der Rohboden wird zuerst angeraut, dann wird eine mineralische Haftbrücke erstellt, dann wird eine Verbundestrich-Schicht eingebracht und letztendlich der 3 cm starke Granitbodenbelag auf einem Mittelbettmörtel verlegt. Die Einzelschritte für die Verlegung des Verbundestrichs könnt ihr diesem Video von meiner Kollegin Julia Rasch vom zukünftigen Hauptbahnhof entnehmen. Das
gut durchdachte Logistikkonzept bei so einem Bauvorhaben ist sehr, sehr wichtig. Der ganze Granitbodenbelag wurde tatsächlich mit dem Bauaufzug Palette für Palette runter auf die Bahnsteigebene gefahren. Das Material für den Estrich, für die Bahnsteigebene, wurde damals mittels LKWs über die Tunnelröhren eingebracht, wo damals noch keine Gleise gelegen haben. Im Ostbereich der Bahnsteigebene ist der Granitboden komplett verlegt. Nur westlich des Rundschachtbereichs haben wir bewusst den Granitboden ausgelassen, weil da noch die Hauptwege für die Transporte erfolgen und wir wollen natürlich nicht unnötig den Granitboden beschädigen. Sobald die restlichen Transportwege nicht mehr benötigt werden, können auch diese Bereiche fertiggestellt werden. Hier wird noch einiges passieren und wenn ihr wissen wollt, was genau, dann abonniert doch den Kanal.